Herzlich willkommen zu unserem zweiten Expertinnengespräch, live natürlich von Ab in die Dolden, unsere Nachhaltigkeitschallenge der Projektinitiative Teach the Day der Deutschen Telekom. Das klingt hochtrabend, ist es auch, denn wir haben was Verrücktes mit euch ja vor. Und das hat auch noch etwas mit Pflanzen zu tun, die erst von einer wunderbaren Gärtnerei zu uns und dann in die Schulen geschickt wurde. Und sie sind alle angekommen. Und ich hoffe, sie wachsen gut. Wir zeichnen das auf. Ihr könnt das später euch auf der Webseite anschauen, aber die Kinder sind nicht zu sehen. Das heißt, wir zeichnen etwas anderes auf, als ihr jetzt seht. Ihr könnt also sehr, sehr gerne hier jetzt mit Bild dabei sein. Solltet ihr mich nicht vollständig sehen, also sprich auch meine Arme jetzt nicht sehen, ungefähr bis hierher, wenn meine Hände abgeschnitten sind, dann gibt es einen Trick. Unten bei meinem Bild gibt es 3 kleine Punkte. Da kann man draufklicken. Und da steht Unframe anpassen. Und wenn man das macht, müssten meine Hände zu sehen sein. Ist ein guter Trick, ne? Läuft? Läuft. Okay, super. Das haben wir auch gemacht. Dann, was wollen wir eigentlich machen? Wir haben uns Folgendes überlegt und den ersten Teil kennt ihr ja schon. Wir haben uns eine Pflanze ausgesucht und das heißt wir, das war wir hier beim Projektbüro von Teach Today, aber zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Pflanze ausgesucht, die große Blüten bildet. Und das ist die wilde Möhre, weil wir wollen etwas zum Thema Biodiversität miteinander diskutieren. Ein schwieriges Wort, Biodiversität. Eigentlich geht es darum, wie viele von den Krabbelfiechern sind eigentlich noch da? Weil wenn es viele Krabbelfiecher gibt, geht es uns gut und unserer Umwelt gut. Und wenn es immer weniger werden, also Insekten meinen wir, dann sieht es schlecht aus. Wie macht man das? Naja, also zuerst muss man Pflanzen haben. Und damit man gute Pflanzen hat, haben wir die euch geschickt. Und ich hoffe, dass sie so langsam auch Blüten bilden. Ich frage mal in die Runde. Erstmal nach Bonn. Sind schon kleine Blütenstände zu sehen? Blühen sie etwa schon? Wie wachsen die Pflanzen? Na los, könnt euch laut stellen. Dauert immer ein Momentchen, das ist gar kein Problem. Aber ich würde gerne mal wissen, was die Pflanzen machen. So, Ton ist an. Also, bei uns sind die Blüten noch nicht offen, weil ich war da das letzte Mal schon letzte Woche, aber die sind etwas gewachsen. Okay, und kann man schon sehen, dass mal Blüten kommen? Also sind sie schon so gewachsen, dass man sogenannte Blütenstände sieht? Ja, nur eine. Nur eine. Eine ist großartig, hoffentlich schafft es eine. Okay, in Bonn geht es also voran, sie wachsen, aber langsam, aber eine hat schon sozusagen die Vorstufe der Blüte. Ich frage jetzt einmal nach Kiel, bitte. Wie sieht's aus in Kiel? Nein. Was heißt nein? Wachsen sie nicht oder ist noch nichts zu sehen? Noch nichts zu sehen. Ja, ne? Aber sind sie ein bisschen größer geworden? Ja. Okay, super. Vielen Dank. Das war meine erste Frage, die ich stellen wollte. Also, sie wachsen. Hoffentlich schaffen wir es bis zum Ende des Schuljahres, alles zu machen. Denn was wollen wir machen? Diese Pflanze, die wilde Möhre, bildet richtig schöne, große, weiße Blüten. Und das hilft uns jetzt Folgendes zu machen. Wir gucken regelmäßig, und das muss ich gar nicht so genau erklären, weil wir haben gleich jemanden, der es uns erklärt, und wollen zählen, wie viele Viecher da drauf sind. Das ist ganz einfach. Und dann gucken wir mal. Also das ist eigentlich die Idee, aber das ist genau der Punkt, wo ich schon mal meinen Gast begrüße. Franziska Walter ist bei uns. Franziska Walter ist Doktorandin am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, ein schwieriger Name, Halle, Jena, Leipzig, also mitten in Deutschland. Hallo Franziska. Hallo. Super, Franziska wird uns gleich mitnehmen, die bereitet sich schon mal vor und wird uns ein bisschen erklären, wie das jetzt geht mit diesem Messen, denn wir wollen ja quasi Technik benutzen, sowas wie ein Tablet, und wollen quasi Fotos machen und irgendwas damit machen, aber ich habe gar nicht so eine richtige Ahnung, und dass es ganz viele Insekten gibt, das haben wir beim letzten Mal gehört von Daniela Franzisi. Oh, ein schwieriger Name vom NABU. Die hat uns gesagt, wie viele es gibt. Und ich will euch, bevor
Franziska startet, noch eine Frage stellen. Die können dann in den Chat schreiben. Wie viele verschiedene Insektenarten gibt es? Und Franziska kann googeln. So lange. Okay. Schätzt mal und schreibt das in den Chat rein. Wie viele verschiedene Insektenarten gibt es wohl? So. Bin gespannt. Noch sehe ich den Chat nicht. Also ich sehe ihn, aber noch ist nichts drin. Dauert einen kleinen Moment. Und die Auflösung kommt bei mir aus der Regie, weil das ist schön einfach. Für mich. So, da wird geschrieben. Ich sehe, Bonn schreibt. Wie sieht es in Kiel aus? Wird schon geschrieben? 1 Million. Ah, ja, jetzt muss ich erst mal zählen. Wie viele Nullen sind das? Ist 1 Million. Okay, also 1 Million. Wie sieht es bei euch aus in Kiel? 1 Million. Auch 1 Million. Boah. 1 Million und 1. 1 Million und 1. Ah, wir wollen gucken, wer am nächsten dran ist. Also, ich bin überrascht. Tatsächlich gibt es knapp 1 Million Insektenarten, wovon ungefähr 60% schon sehr gut beschrieben sind. Unglaublich, woher wusstet ihr das? Ich habe eine Ahnung, aber wir gehen zurück und jetzt geht es los. Muss ich mal ganz kurz suchen hier. Franziska, du beschäftigst dich mit Biodiversität. Du sitzt in Leipzig an dem Forschungsinstitut weltweit, wurde mir gesagt, eigentlich tatsächlich. Du promovierst, so heißt das, also sprich, du möchtest gerne eine größere Forschungsarbeit machen und den Titel einer Doktorin erlangen, also den Doktortitel strebst du an. Wie weit bist du? Ich bin jetzt im 2. Jahr, also habe noch ein Jahr vor mir. Okay, super. Du hast was vorbereitet. Wir sind gespannt, was du uns, vor allen Dingen natürlich den Schülerinnen und Schülern, heute mitgebracht hast. Deine Bühne. Genau. Okay. Dann teile ich jetzt mal meinen Bildschirm und zeige euch, was ich euch vorbereitet habe. So seht ihr die Präsentation. Spitze. Ja, okay. Ich kann euch nämlich nicht mehr sehen. Also wenn irgendwas ist, ruft am besten rein. Machen wir. Weil, wie gesagt, ich sehe euch nicht. Okay. Ja, dann nochmal vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, hier zu sein und euch ein bisschen was über meine Arbeit, aber auch für euer Projekt und die Biodiversität zu erzählen. Ganz kurz zu mir zu Beginn. Genau, also ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin Franziska. Ich habe 6 Jahre lang nach meinem Abitur Biologie im Master und im Bachelor studiert und bin nun, wie gesagt, Doktorandin am UFZ, dem Umweltforschungszentrum, aber auch gleichzeitig am EIDEF in Leipzig hier. Und ich promoviere im sogenannten NutriBee-Projekt. Das ist ein Projekt mit Projektpartnern aus ganz Deutschland. Und im Grunde befassen wir uns mit der Bienengesundheit. Und ich insbesondere schaue mir die Pollen an. Wie ihr ja vielleicht wisst, sind die Pollen die Nahrungsgrundlage für die Bienen. Und an den Pollen können die Bienen auch leider die ganzen Pestizide mit reintragen. In das Bienenvolk, so ist es also wichtig, dass wir also wissen, an welcher Pflanze war die Biene vorher und welche Pollen hat sie gesammelt. Im Moment macht man das vor allen Dingen mit einer sehr teuren und aufwendigen Methode. Also man muss da seine Probe unter Mikroskop sich anschauen und das ist aber viel zu aufwendig und deswegen habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, eine neue, einfachere Methode zu entwickeln in meinen Jahren, in der ich am EIDEF bin. Und im Grunde nutzen wir also ein Gerät aus der Medizin. Da geben wir einfach unsere Probe rein und hier auf der Seite seht ihr, habe ich euch mal ein paar Pollenbilder mitgebracht. Hier ganz links seht ihr die Bilder, die mit einer Kamera aufgenommen wurden, also wie man sie dann auch unter Mikroskop sehen würde. Also wir haben in unserem Gerät einmal mehrere Kameras. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein paar Laser und diese Laser, die treffen dann auch auf den Pollen und erzeugen dann sogenannte Fluoreszenzbilder für verschiedene Bereiche. Das hat auch ein bisschen was mit der Wellenlänge zu tun. Aber Also im Grunde hilft uns,
Ja, Also quasi, ihr packt das in so ein Gerät rein, so ein Hightech-Ding, und dann leuchten die genau. unterschiedlich. Fluoreszenz ist sozusagen Mhm, ein bestimmtes Leuchten. Das kennen die Kinder, wenn sie so Leuchtstäbe bei der Party im mhm, Sommer abends genau. haben. Ja, Und dann leuchten die ja. unterschiedlich und daran kann ich das erkennen, richtig? Genau, Boah, genau, da kann man also schon mal ganz schön gut unterscheiden. Ich habe euch hier zum Beispiel die Schafgarbe, das sieht so ein bisschen ähnlich wie die Möhre aus, passt also ganz gut. Und da seht ihr also schon, die kann man natürlich auch gut unterscheiden, zum Beispiel von dem Salbei, aber auch speziell hier an der Fluoreszenz seht ihr ja, die fluoresziert sehr stark. hm, Und wir nutzen auch noch sogenannte künstliche Intelligenz. Also ich schicke dann meine Daten an Projektpartner und die erstellen uns dann mit Computern so einen Algorithmus, der dann basierend auf den Daten uns halt sagt, welcher Point das ist. Und das ist vom Prinzip her wirklich wesentlich schneller und auch effizienter als die vorherigen Methoden. Genau, hat denn zu mir jemand erstmal noch Fragen? Sonst würde ich nämlich zu eurem Thema dann kommen. darf ich dich was fragen? Na klar. Wie gesund sind denn unsere Bienen? Also im Moment ist natürlich die Varroa-Milbe, also wirklich so Milben, die direkt die Bienen befallen, ein großes Problem. Da muss halt sehr viel behandelt werden, aber wir konzentrieren uns vor allen Dingen auch auf Pestizide, die also im Mhm. Feld gespritzt werden. Und das ist schon ein ganz schönes Problem. Okay, Und da muss dann später eigentlich auch die Politik was tun. Wir sind jetzt sozusagen dabei, das zu erforschen und die Ergebnisse zu präsentieren. Und es gab in meinem Projekt verschiedene Treffen, auch schon mit Politikern, um mal die Lage sehr nochmal gut. deutlich zu machen, dass da eigentlich was passieren muss, weil sonst haben wir irgendwann keine Bienen mehr. Das ist ganz schlecht. Und Das haben alle schon ja, gelesen. Also wunderbar. Haben wir verstanden. Geht Ihnen nicht so gut. Also wenn er so eine Biene sieht, meine Lieben, dann müsst ihr nicht streicheln, aber lasst sie weiterfliegen. Die brauchen wir. So, genau. jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, zur wilden Möhre. Jetzt wird's wild. Mhm. Ganz genau. Ich habe euch jetzt also mal rausgesucht, wie würde man denn jetzt Insekten auf den Bildern auszählen, die ihr gemacht habt. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe euch jetzt einfach mal 3 mitgebracht, die ich ganz sinnvoll erhalte und die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Also die allererste, das ist die simpelste, das ist die manuelle Zählung. Und hier seht ihr ein Bild. So ein ähnliches Bild werdet ihr dann wahrscheinlich auch erhalten. Und daran möchte ich euch mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Also bei der manuellen Zählung würde man, wie gesagt, die Insekten auf dem Bild manuell zählen. Ich würde dafür vorschlagen, dass man die ganzen Bilder, wenn man die dann alle hat, erstmal durchnummeriert. Es ist nämlich immer sehr wichtig, alles genau zu dokumentieren. Vor allem, wenn man dann auch mit einer größeren Anzahl an Bildern arbeitet. Wenn ihr die Bilder dann, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die digital dann auswerten möchtet oder ob ihr die ausdruckt und daran dann arbeitet. Aber wenn man es digital hat, dann kann man auch noch mal ein bisschen schön reinzoomen. Und man würde dann also die Insekten erstmal die gleich aussehen, einzeln zählen. In dem Fall wären das zum Beispiel diese 2 Mhm. und dann ist auf dem Bild noch diese zu sehen. Und man könnte das Ganze jetzt sogar noch so weit treiben, dass man auch dann versucht, die Insekten zu bestimmen. Mhm. Also bei diesen 2 Beispielen ist es jetzt ja relativ einfach. Ich denke, ihr wisst, was das im roten Kreis sein soll. Vielleicht kann das mal kurz jemand sagen, wenn mal jemand eine Ahnung hat davon. Ameise habe ich eben gehört. Ameise, ja, ganz genau. Das ist eine Ameise. Und das hier hinten, das ist ein bisschen schwieriger. Das würde ich als, ist vermutlich eine Schwebfliege, das erkennt man an den großen Augen, identifizieren. Aber das ist, wie ihr hier seht, der Nachteil an Bildern, wenn ihr nur versucht, die Insekten anhand der Bilder zu bestimmen. Das kann ein bisschen tricky werden. Für die Bestimmung benutzt man ja verschiedene Merkmale. Wie groß sind die, verschiedene Farbmerkmale. Und das ist halt auf Bildern ein bisschen eingeschränkter. Deswegen, da würde ich vielleicht auch vorschlagen, dass ihr euch so verschiedene Gruppen macht könntet, also zum Beispiel Ameisen, dann eine Biene mit inklusive Wildbienen oder dann Schmetterlinge oder auch so Schwebfliegen. Da müsstet ihr aber dann schauen, wie gesagt, was ihr finden würdet. Und genau, dann ist es also ganz wichtig, wenn ihr dann, wie ich zum Beispiel, könnt ihr das, wenn ihr das ausdruckt, zum Beispiel auch einfach so einkreisen. Dann ist es also wichtig, eure Beobachtung wirklich ganz genau zu dokumentieren. Also das könnt ihr halt digital machen oder auf einem Blatt Papier. Macht ihr euch zum Beispiel eine Tabelle, schreibt oben hin, das ist also Bild Nummer 1 in dem Fall.
Und dann schreibt ihr halt entweder auf, wenn ihr es halt wisst, was es für ein Insekt ist oder die funktionelle Gruppe, schreibt ihr das in die eine Spalte und dann schreibt ihr in die andere Spalte, wie viel von dieser habt ihr in diesem Bild gefunden. Genau, der Nachteil dieser Methode ist, dass es wirklich ein bisschen zeitaufwendiger sein kann und manchmal ist es auch wirklich zu ungenau, wenn ihr sehr viele Bilder, sehr viele Insekten auf einem Bild habt. Bei diesen 3, das ist eigentlich noch ganz übersichtlich, aber wenn da ganz viele kleine auch rumkrabbeln, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden, die zu unterscheiden. Und da könnte euch dann die zweite Methode ein bisschen helfen. Das ist die sogenannte Rastermethode. Hier als Alternativmethode für diese manuelle Zählung. Im Grunde nimmt man dann also das gleiche Bild, setzt aber ein Raster einfach drüber. Das geht digital, das könnte man auch sicher ausgedruckt machen. Müsst ihr dann halt sehen, wie es euch am besten passt. Und da würde man sozusagen dann die Zählung der Insekten in sogenannte Raster aufteilen. Ich habe das hier auch mal gemacht. Man kann dabei die Raster individuell, wie es einem am besten passt, selber wählen. Also das ist jetzt ein 7x4 Feld. Und in diesem einen Raster ist jetzt zum Beispiel nur das eine Insekt und in dem darunter dann das nächste. Und das würde man sozusagen dann über das ganze Bild verteilen. Und am Ende zählt man dann die ganzen Raster zusammen, die also das gleiche oder also das ähnliche Insekt enthalten. Und das ist, wie gesagt, sehr hilfreich, wenn auch sehr viele Insekten da auf dem Bild sein sollten. Und genau, die letzte Methode, die werdet ihr wahrscheinlich nicht anwenden können, denn das ist nämlich, mit der ich halt auch so ein bisschen arbeite, so diese automatische Bildanalyse, was wirklich etwas fortgeschrittener ist, nicht unbedingt für Anfänger. Und diese basiert also auf diesem maschinellen Lernen, wo man also die Bilder, die man aufgenommen hat, dann an eine KI, also eine künstliche Intelligenz, weiterleitet und diese erkennt dann auch wirklich automatisch, was jetzt also hier Insekten sind und zählt die dann auch. Ja, dafür gibt es verschiedene Zwischenschritte, die man machen muss. Also man muss den Algorithmus sozusagen auch trainieren. Also man muss ihm sagen, okay, das ist ein Insekt, das ist ein Insekt, das ist ein Insekt und das ist jetzt kein Insekt oder so. Sonst weiß er das halt auch nicht. Und dadurch, dass es also wirklich eher so spezialisierte Software ist und man auch wirklich sich ein bisschen damit auskennen muss, ist das wahrscheinlich für euch eher nichts. Aber nur, dass ihr das mal gehört habt, das funktioniert also auch. Wir sind mittlerweile wirklich auch im Bereich der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens schon wirklich auch sehr weit. Genau, also das sind so die 3 Ansätze, die ich euch kurz vorstellen wollte. Wie gesagt, man kann auch immer selber noch eine Methode entwickeln, aber diese Methoden haben ganz gut funktioniert. Wir haben die teilweise auch schon verwendet und deswegen würde ich die euch empfehlen. Sehr schön. 3 Methoden, Franziska. So habe ich mir das vorgestellt. Ich würde jetzt gerne, dass die Kinder mal Fragen stellen können zu den 3 Methoden, dass wir es nacheinander machen. Wir fangen nochmal mit der einfachen. Manuell heißt ja quasi per Hand auszählen. Das geht digital wunderbar. Das geht auch, wenn man sie ausdruckt, muss man nur gucken. Und dann macht man einfach so Kringel drum und macht eine Tabelle. Das habe ich verstanden. So, eure Fragen zur manuellen Zählung. Traut euch was. Okay, das ist ein Foto gemacht worden von der Präsentation. Die kriegt ihr natürlich. Da ist ein Finger oben. So, Bonn. Wofür braucht man das? Das ist eine gute Frage. Warum soll man eigentlich die Insekten zählen? Ja? Also warum macht man das? Ja. Franziska, du weil das zuerst. dann, weil das ist dann später halt wichtig, um Aussagen treffen zu können, im Grunde für die Biodiversität, aber das kann man dann später noch ein bisschen aufteilen. Da habe ich dann auch noch eine Folie, was ihr dann anhand eurer Beobachtungen eigentlich ableiten könnt. Also es ist sozusagen die Datensammlung und das braucht ihr, um eure Fragen zu beantworten. Also die Frage ist ja, leben in unserer Umgebung noch genug Insekten, sodass die Natur auch gesund wachsen kann? Und diese Frage kann man beantworten, indem man regelmäßig zählt und guckt, wie viele sind da. Und dann haben wir ja viele Schulen beteiligt, 20, nicht ganz, das sind 20 Lerngruppen, nicht ganz 20 Schulen. Übrigens auch in Tschechien, also nicht nur in Deutschland. Und dort werden wir verschiedene Ergebnisse haben und können dann sagen, im Norden ist es sehr gut, im Süden ist es vielleicht nicht so gut.
Und dann kann man ja was tun. Aber das machen wir noch, das habe ich verstanden. Franziska, du hast da noch was zu. Ich wollte erst noch mal die Messverfahren, dass ihr da euch überlegt, was ihr macht. Und zur Bestimmung, das kann ich noch sagen, der einzelnen Insekten hat die NABU uns beim letzten Mal eine wunderschöne App gezeigt, mit der man sehr gut auch die Insekten erkennen kann oder die helfen kann, die richtigen Insekten zu erkennen. Ist ja nicht wichtig, welche Ameise, aber Ameise schafft Genau. man. Ja, ja. Weitere Fragen von euch? Traut euch nur. Ja, da hinten. Ja, was, wenn man den Überblick verliert beim Zählen? Habe ich noch nicht verstanden. Kannst du noch mal wiederholen? Langsam sprechen. Was ist, wenn man bei manuellen Zählung vergisst, wo man gerade ist? Also wenn man sich quasi verzählt oder was vergisst, sozusagen. Also wie kann man Fehler bei der manuellen Zählung vermeiden, dass man so viele hat und dann irgendwas vergisst? Franziska. Ja, also man könnte, wenn man das Bild ja sieht, könnte man halt überlegen, dass man ein bisschen wie chronologisch vorgeht. Also man fängt oben links an, geht dann die Reihe rundherum, vergisst nichts. Oder wenn man etwas schon notiert hat, könnte man es auch mal durchstreichen, den Kreis oder so. Also das könnt ihr alles so ein bisschen optisch mitarbeiten. Das würde ein bisschen helfen. Es gibt noch ein sehr gutes Prinzip, um Fehler auszuschließen. 2 Menschen schauen sich jedes Bild unabhängig voneinander an. Also eine Schülerin und ein Schüler, jeder zählt durch an dem einen Bild und dann kann man gucken, wenn es Unterschiede gibt, dann muss man nochmal zusammen gucken. Und wenn es gleich ist, ist es ziemlich naheliegend, dass gut gezählt wurde. Ja? Hier in Bonn ist noch eine Frage. Dürfen wir? Oder Ja, ist natürlich. Jemand anderes? Nee, los nur. Herr Locker, frag. Was ist, wenn man nicht weiß, welches Insekt das ist? Also was passiert, wenn man nicht genau weiß, welches Insekt das ist und auch die NABU-App nicht hilft? Genau, ja. Ja, dann könntet ihr, also sozusagen, wenn ihr euch vorher überlegt, was wollt ihr euch anschauen, welche Insekten, macht ihr vielleicht so Insektengruppen, wie ich sagte. Bienen können sicher vorkommen, dann Ameisen könnten vorkommen, dann könntet ihr auch Schmetterlinge oder Käfer und dann könntet ihr auch noch eine Gruppe machen, wo ihr halt unbekannt oder wo ihr nicht wisst, was es ist. Und dann kann man zur Not die Bilder vielleicht auch noch an Experten schicken, die sich dann damit auch auskennen. Also ich würde sozusagen noch so eine sonstige Gruppe dann machen. Also alles, was aussieht wie Ameisen, sagt ihr einfach Ameisen. Alles, was aussieht wie eine Biene, Biene. Alles, was aussieht wie so ein anderes Fliegevieh, Wespen, na, die erkennt man noch, kann man auch noch machen. Hummeln, schafft ihr auch. Aber so eine Schwebfliege von einer bestimmten anderen, das ist schwierig. Die könnt ihr sagen, anderes Fliegetier mit Flügeln oder Sonstiges. Packt ihr rüber, gehört zu Sonstiges. Na, so könnt ihr Kategorien bilden. Käfer kann man ziemlich gut erkennen. Ist nicht wichtig, welcher Käfer. Sagt ihr erstmal 3 Käfer, 4 Ameisen, 2 Bienen und so ein komisches Fliegevieh, wo wir nicht genau wissen, ist Sonstiges. Gute Idee, Franziska. Vielen Dank. Das ist gut. Man muss also nicht ganz genau sagen, welches Tier, sondern man kann so Kategorien, heißt das, also Gruppen bilden von Tieren. Das macht es leicht. Weiter. Kiel, wie sieht's aus? Habt ihr Fragen? Ja. Was kann man von der wilden Möhre essen? Das ist was ganz anderes. Was kann man essen von der wilden Möhre? Also meistens kann man die Blüten auch essen, ob es jetzt speziell bei der wilden Möhre. Ich gehe davon aus, wenn man das ein bisschen abkocht. Also das sind ehrlich gesagt Fragen, damit habe ich mich auch noch gar nicht beschäftigt. Aber wir haben uns damit beschäftigt, da kann ich aushelfen. Okay. Also von der wilden Möhre kannst du alles essen. Die ist nicht giftig, sonst hätten wir das nicht gemacht. Aber sie schmeckt nicht mehr. Also die Möhre unten ist ja sozusagen nicht mehr da, weil ihre ganze Kraft von der Möhre, die geht in die Blüte. Das heißt, sie schmeckt nicht wie echte Möhren. Aber man kann sie in den Salat packen, auch die Blüten, wer das mag. Sieht auch schön dekorativ aus und ihr müsst keine Angst haben. Man könnte mal dran knabbern, passiert nichts. Dann könnt ihr aber keine Insekten mehr zählen, wenn ihr die Blüten aufgegessen habt. Aber sie ist nicht giftig und man kann sie insgesamt verspeisen.
Die ist aber jetzt nicht so wahnsinnig lecker, aber ist vollkommen okay. Weitere Fragen Okay. aus Kiel. Was habt ihr noch für Fragen? Ich würde gern, Nein, haben wir nicht. habt ihr noch keine anderen? Franziska, kannst du noch mal auf diese andere Methode gehen? Mhm. Die hat mir auch gut gefallen. Das ist ja wie, als würde man so ein Sieb oben drüber legen. Mhm. Meine Frage ist dort, also da ist es nicht mehr wichtig, was für Insekten, sondern man hat so Raster. Aber Mhm. Aber wo? man könnte, man könnte die Raster dann auch sozusagen wieder in die Gruppen zusammenfassen. Also dass man sie erstmal, dass es hilft halt wirklich, wenn in einem Raster zum Beispiel mehrere sein sollten, jetzt also mehrere Ameisen und dann vielleicht auch noch ein Käfer, dass man die dann auch, die kann man dann auch in die entsprechenden Gruppen einordnen. Aber das macht es halt leichter, wenn man das dann Raster für Raster abarbeitet auch. Da kommt man vielleicht auch nicht so schnell durcheinander und vergisst irgendwas. Okay, und wer sagt aber, wie groß das Raster ist? Warum nicht 4x4? Warum hast du das hier 4x7? Also wenn man die Kästchen zählt, also so ein Rechenkästchenpapier. Warum hast du das Genau. so gemacht? Das habe ich einfach individuell gemacht. Das kann man selber entscheiden, wie es am besten passt. Ich habe es in dem Fall halt genommen, da die Schwebfliege so groß ist, dass die halt reinpasst. Und dann, damit es vergleichbar ist für die anderen, dann auch einfach so eingeteilt. Aber das könnt ihr frei entscheiden, wie ihr wollt. Aber sollten die Tiere reinpassen, richtig? Ja, natürlich, die Tiere sollten reinpassen, ja. Also guckt ihr nach dem größten Tier, guckt, wie Genau. groß das Raster ist und dann rastert ihr das auf und dann geht ihr die Kästchen durch und dann könnt ihr es ein bisschen besser dokumentieren und vielleicht nicht so schnell etwas vergessen, weil man sozusagen diese Raster sieht. Okay, das sind die zwei Methoden. Die Frage ist noch, wie mache ich die Fotos? Die einfachste Ja, Version. Möchtest du was sagen? Los. ja, da habe ich dann auch noch eine Ja, Folie, wie los. man Komm. gute auswertbare Fotos macht. Super. Wie Ja, macht okay. man auswertbare Ich Fotos? Genau, ich hatte vorhin ganz kurz dann noch weitere wichtige Punkte, die ich euch zu den Mhm. Insektenzählungen geben wollte. Also ich finde, das ist wichtig, ihr solltet euch dann für eine Methode entscheiden. Und wenn ihr euch dann für eine entschieden habt, dann die auch bei allen Bildern so machen, damit es auch einfach vergleichbarer ist. Mhm. Ihr könnt auch überlegen, ob ihr zwei Methoden macht, also zum Beispiel die manuelle Auszählung oder dann die Rasteraufzählung, um einfaches zu vergleichen. Müsst ihr dann einfach schauen, wie es für euch am sinnvollsten ist. Aber egal für welche Methode ihr euch entscheidet, ist es wichtig, dass ihr das, wie gesagt, für jedes Bild genau gleich macht. Und was wir ja vor uns auch schon angesprochen haben, ist, es wäre besser, wenn immer nur einer das auszählt, weil wir Menschen haben auch da können halt auch Fehler reinkommen. Jeder zählt vielleicht auch ein bisschen anders, wobei das bei euch nicht so das krasse Problem sein sollte. Wir hatten mal ein Projekt, da haben wir Bienenherzschlag ausgezählt und da haben wir uns auch alle anders zusammen hingesetzt und jeder gezählt und dann haben wir die Ergebnisse auch zusammengetragen und dann einen Mittelwert sozusagen gebildet. Ihr habt den Herzschlag von Genau, Bienen aber gemessen. jetzt, wie kann man denn nun dann noch Biodiversität feststellen? Oder soll ich erst das mit den Bildern machen? Ich war gerade na stopp. Ich habe mich nur gewundert, wie spannend dein Berufsfeld ist. Ihr habt den Herzschlag von Bienen euch Ja, angeschaut, abgefahren. in Bezug auf Glyphosat, das ist also ein Pestizid. Da haben wir uns also geschaut, was für Auswirkungen das auf die Biene hat. Okay, dann machen wir weiter. Ja, danke. Genau. Also genau, wie kann man denn jetzt aus euren Beobachtungen die Biodiversität feststellen? Also die könnt ihr natürlich nur feststellen anhand der Daten, die ihr gesammelt habt. Und es gibt dann so ein paar Fragen, die ihr dann damit beantworten könnt. Also ganz wichtig oder das allererste ist natürlich, wie viele Insekten habt ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt gesehen, auszählen können? Und darauf basieren es dann also auch, wie viele verschiedene Insekten. Und da kommt dann diese Biodiversität, also wie divers, wie verschieden sind die Insekten, die diese Blüte besucht haben. Und ja, welche Insekten, da kann man dann auch noch verschiedene Rückschlüsse ziehen und natürlich so die zeitlichen Veränderungen. Wenn ihr das jetzt also über einen längeren Zeitraum macht, wie war es am Anfang, wie ist es am Ende, auch die Tagesform, wenn ihr das innerhalb eines Tages sogar macht, gibt es da Veränderungen? Gibt es da Käfer, kommen ja morgens oder die Bienen sind eher gegen Mittag da? Solche verschiedenen Fragen könnt ihr dann anhand dieser Daten generieren und damit, genau, dann seht ihr also auch, kommen jetzt nur die Käfer zu denen oder haben wir jetzt noch mehr verschiedene andere Insektengruppen, die auf diesen Blüten verweilen. Okay. Genau.
Und dann würde ich jetzt nämlich zu den Fotos kommen. Ja. Also wie macht man denn nun solche guten, auswertbaren Bilder? Also natürlich, solche Bilder kann man heutzutage auf jeden Fall mit einer Kamera machen. Es reicht aber mittlerweile auch wirklich solche Smartphone-Kameras. Die sind mittlerweile so gut, das ist kein Problem. Ich selbst für meine Arbeit habe auch, wenn ich meine Pollen im Feld gesammelt habe, mit dem Handy noch schnell ein Foto gemacht und hatte ich bis jetzt keine Probleme. Wichtig dabei ist nur, dass ihr natürlich die Bilder ruhig haltet, die Kamera dabei. Nicht, dass das halt verwackelt ist. Das ist natürlich mit einer Kamera einfacher als mit einem Smartphone, wenn ihr also bei der Kamera zum Beispiel ein Stativ noch nutzen könnt. Und ich halte es auch für wichtig, dass ihr das, wenn ihr die Blüten fotografiert, es immer am besten von der gleichen Position aus macht. Also bei den Dolden würde ich wahrscheinlich empfehlen, immer am besten von oben, dass ihr jetzt einmal die ganze Blüte drauf bekommt. Und dann muss man schauen, also ob man es auch noch von der Seite noch macht. Man könnte auch sozusagen einen 360 Grad, also so 4 Bilder sozusagen von jeder Seite auch nochmal, müsstet ihr halt schauen. Aber wichtig ist, dass ihr halt wirklich auch die ganze Blüte aufs Bild bekommt und natürlich dann auch alle Insekten. Und wie gesagt, wenn ihr das einmal so macht, dann am besten für alle Blüten und über den ganzen Zeitraum. Genau, wichtig ist auch, das an verschiedenen Tageszeiten zu fotografieren. Also natürlich die meisten Insekten werden vermutlich zur Mittagszeit da sein, wenn also die Sonne wirklich scheint. Das ist jetzt also auch wichtig, das Wetter zu beachten. Wenn es nämlich regnet oder so stürmt, das ist eher nicht so insektenfreundliches Wetter. Viele können da nämlich gar nicht fliegen bei Regen mit nassen Flügeln und deswegen werdet ihr da höchstwahrscheinlich zumindest keine fliegenden Insekten antreffen. Ja, für die Fotos an sich ist auch noch so ein ruhiger Hintergrund am besten. Also am besten auch immer nur eine Blüte auf ein Bild. Man kann die ja auch, wenn man das Foto macht, die Blüte kurz ein Stück zur Seite ziehen, dass im Hintergrund jetzt keine anderen Blüten noch mit drauf sind. Und am besten auch nicht von 1 Meter Abstand, sondern schon ein bisschen nah rangehen, dass, wie gesagt, auch nur die Blüte dann im Vordergrund ist und natürlich die Käfer am besten Fall auch dann scharf stellen. Aber das machen die meisten Kameras automatisch. Genau, das sind noch so meine Tipps für gute auswertbare Bilder. Was wir den Schulen dort vorschlagen, ist was ganz Einfaches. Irgendjemand wird zu Hause einen alten Wäscheständer haben. Den Wäscheständer benutze ich als Stativ. Das heißt, den stelle ich über die Blüte und lege das Tablet, die meisten Schulen haben Tablets, oben drauf. Dann kann das nicht runterfallen und dann habe ich einen definierten Abstand. Den kann man meist verstellen ein bisschen, aber auch sonst, die Blüten werden ja relativ hoch und dann habe ich immer ohne großen Aufwand mein Tablet dort liegen, kann nicht runterfallen, sind ja eh Schutzhüllen drum und dann kann ich meine Fotos machen. Das ist so ein bisschen, das ist ja genau das, was du beschrieben hast, nur ein bisschen handwerklich ganz einfach und ihr werdet von uns auch in allerkürzester Zeit so eine Art Beobachtungsbogen bekommen, wo dann auch so eine Spalte fürs Wetter drin ist. Die Tageszeit muss drin sein und natürlich dann für die verschiedenen Insektenarten, dass ihr die dort eintragen könnt und zählen könnt. Das ist für die manuelle Beobachtung ganz schön. Kann man auch noch an die Seite ein kleines Foto kleben, dann weiß man, welche Blüte das war. Schön wäre, wenn ihr wirklich zu verschiedenen Tageszeiten Fotos macht. Aber das Wetter, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis gewesen, den man schnell vergisst und dann sagt, hey, warum ist das bei uns so, wenn es immer stürmt und feucht und nass ist? Und das ist in Kiel ein bisschen anders als in Bonn das Wetter. Darf man auch nicht vergessen. Dann findet man eben weniger Insekten. Aber wenn man das dann mit anschaut, da kriegt ihr auch Unterstützung von uns, na dann los. Okay, und viele Bilder machen, nicht nur eins, also wirklich viele. Richtig, Franziska? Ja, ja. Ich meine, heutzutage kann man es auch schnell wieder löschen, wenn es doch nichts geworden ist. Genau. Und Speicherplatz sollte ja auch kein Problem mittlerweile sein. Und lieber zu viele als zu wenig. Genau. Und da muss man sich natürlich konzentrieren, dass man zu dieser Tageszeit dann ein Bild auswählt, weil das ist dann das Bild für die Tageszeit. Man kann auch mehrere machen, muss man nur mal die Uhrzeiten. Also man muss ein bisschen gucken, dass man das nicht verfälscht, weil die sitzen ja eine Weile da. Und wenn die dann nach 5 Minuten, kann ich wieder ein Bild machen, aber nicht nach 20 Sekunden, weil dann habe ich immer das gleiche Bild. Und es geht ja darum, wie viel auf der Fläche, auf dem weißen Stück sozusagen, wie viele Insekten sich da üblicherweise aufhalten. Es geht ja nicht darum, sozusagen zu zählen, wie viel hin und weg fliegen. Das ist ja viel zu kompliziert. Ne? Okay, Fragen bei euch. Wie sieht es aus zum Messen? Jetzt wird es langsam spannend, ne? Messen also.
Traut euch wieder. Wie sieht es aus in Bonn? Gibt es eine Frage zum Messen? Ist immer gar nicht so einfach, ne? Ist wie bei meinen Studierenden. Das ist auch immer, muss man immer ein bisschen motivieren. Wie sieht es in Kiel aus? Ich kann ja wechseln. Habt ihr Fragen in Kiel? Ja. Wie oft soll man Fotos machen? Das kommt auch bis dann drauf an, auf eure Auswertekapazitäten, würde ich sagen. Aber klar, also es wäre auf jeden Fall morgens, mittags und nachmittags. Abends wird eher ein bisschen schwieriger werden. Dass man schon mindestens 3, das ist so das Minimalste, auf jeden Fall pro Tag macht und dann auf jeden Fall 7 Tage pro Woche, 5 Tage pro Woche. Genau. Ja, das ist so das Mindeste. Vielleicht kann man so dazwischen immer noch, also vielleicht, wenn man es hinkriegt, jede Stunde wäre auch interessant. Oder jede zweite dann. Oder jede Pause. Dann hat man ein bisschen so den Rhythmus. Ja. In der Schule kann man Ja, auch gut, machen. ja. Muss ja ein ja. bisschen passen. Und manchmal gibt es ja auch am Nachmittag Hort oder noch eine Betreuung. Dann kann man auch am Nachmittag ein Foto hinbekommen. Also umso mehr Fotos ihr zu festen Zeiten, das würde ich immer empfehlen, feste Zeiten zu nehmen, durch die ihr durchlauft und dort immer ein Foto macht, die Zeit aufschreiben, das ist unser Foto. Wieder und wieder und dann kriegt ihr auch genügend. Oh, das sieht gut aus mit diesen Möhren auf dem Kopf. Sind das Möhren? Nein. Sehr gut. Nein. Okay, gibt es weitere Fragen aus Kiel? Also wie häufig haben wir jetzt beantwortet? Sehr regelmäßig. Okay, wie sieht es in Bonn aus? Okay, höre ich keine Fragen. Ich weiß, dass wir in ein kleines Problem hineinlaufen. Das sind die Ferien. Wenn die Blüten nicht schnell genug blühen, dann haben wir ein Problem. Und das kann man auflösen. Entweder es gibt dann, wenn sie blühen, ein Hort oder ein Ferienprogramm in der Schule. Dann werden sich ja vielleicht ein paar Kinder finden, die nur die Fotos machen. Den Rest kann man dann wieder nach den Ferien zusammen machen. Die zweite Möglichkeit ist, man kann natürlich in die Natur gehen. Da gibt es eine ganze Menge anderer Doldengewächse, die jetzt schon alle blühen. Und dann müsste man nur immer wieder an die gleiche Stelle gehen und müsste dort quasi seine Untersuchungen starten. Auch das geht. Wir haben zwar große Hoffnung, dass unsere Pflanzen was werden, aber das war ein Risiko, was wir wussten. Aber man kann also, wie gesagt, in die Natur gehen oder auch in den Ferien werden bestimmt 1, 2 Kinder, die sozusagen nicht die ganze Zeit im Urlaub sind, bestimmen, die dann versuchen, die Fotos zu machen. Die Auswertung kann auch nach den Sommerferien in aller Ruhe passieren. Ihr braucht eben nur die Fotos. So, was haben wir noch? Franziska, hast du noch was mitgebracht? Nein, das war's von meiner Seite. Okay, Franziska hat nichts weiter mitgebracht und hier gibt es eine Wortmeldung aus Bonn. Dürfen wir auch schon vor Lara, du warst 1 jetzt. Uhr gehen? Lara, das war jetzt eigentlich. Wir haben jetzt gleich Schulschluss und manche müssen gehen, um den Bus zu kriegen. Also nicht irritieren lassen, wenn dann 2, 3 aufspringen. Aber der Karim hat noch eine Frage zum Thema. Karim? Haben die Blüten einen gleichen Effekt wie Brennnesselblüten? Brauchen die Blüten? Ob die sich anfühlen wie Brennnesseln, die Blüten, möchte der Karim wissen. Nein. Ihr könnt die Blüten anfassen. Ihr könnt sie auch in den Mund stecken. Das brennt. Nein, hast du gehört? Nein. Nein. Und Collins hatte noch eine spannende Frage zu den Bienenherzschlagmessungen. Ach, jetzt sind wir bei dem. Das habe ich mir gedacht. Haben die Bienen denselben Herzschlagrhythmus so wie Menschen? Nee. Das ist viel schneller. Die haben ja auch so kein richtiges Herz und das ganze Herzkreislauf ist auch komplett anders als bei uns. Also bei Insekten, die haben ja auch kein Blut, das heißt da Hämolymphe. Nee, das kann man nicht vergleichen, nein. Aber trotzdem spricht man von so einer Art Herzschlag, also so ein Pumpen Genau, sozusagen. die Kontraktion, ja, genau.
Da pumpt aber der ganze Körper und alles, richtig? Und, und dem kann man quasi zugucken und kann das zählen. Ist gut, wenn unser Herz nicht so sich anfühlt. Also das sollte schon nicht aussehen. Dann sollte man zum Arzt. Ja. Habt ihr noch eine Frage? Wie sieht es in Kiel aus? Weitere Fragen? Nein? Dann erstmal ganz, ganz großen Dank. Da könnt ihr mal einen Beifall spenden für Franziska. Vorher aber das Mikro anmachen, sonst hören wir den nicht. Ja, so hören wir nichts. Mikro an. Vielen Dank, Franziska. Gerne, ja. Wenn die ersten Bilder da sind, werden wir uns melden. Kannst du uns auch vielleicht noch mal drauf schauen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Dalton-Projekt. Das Ganze, und jetzt kommt der Hinweis für meinen lieben Kollegen, seht ihr ja hinter uns, könnt ihr auf der Webseite verfolgen von Teach Today. Dort gibt es eine ganze Menge an Informationen, jetzt schon. Da ist auch schon die erste Gesprächsrunde drauf. Da kommt dann als nächstes natürlich Franziska mit dazu. Und so Stück um Stück haben wir immer mehr Informationen und unsere Challenge läuft. Lasst euch nicht entmutigen, wenn die noch keine Blüten haben, geht in die Natur oder macht es nach den Ferien. Die Dinger werden schon wachsen, die müssen Blüten bilden. Und dann können wir was zu den Insekten sagen. Darauf freue ich mich am meisten, wenn dann die ersten Bilder da sind, dass wir mal zählen und mal darüber etwas sagen können. Ist das jetzt gut oder ist es nicht gut? Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was auch immer, meldet euch bei uns beim Projektbüro sehr, sehr, sehr gerne. Ihr kriegt auch diese kleinen Zählvorlage von uns jetzt in den nächsten Tagen schon. Ihr kriegt von uns auch weitere Hinweise. Mit dem Wäscheständer habe ich jetzt schon 3-mal erzählt. Ich habe mich schon bedankt und ich sag mal, ab in die Dolden, meine Lieben. Vielen Dank.